zusammen von Tapsi und von mir. Natürlich auch ein freundliches Hallo von der Mary. Die ist auch sehr witzig, wirklich. Ja, heute ist wieder ein wunderschöner Tag hier in Alanya. Die Sonne scheint, das Wetter ist so ein bisschen diesig. So schaut es momentan hier aus. Tapsi spielt mit den Haaren von Baran. So, die Kleine hat mich jetzt hier komplett aus dem Konzept gebracht. Also, ich wollte heute über 5 Dinge reden, die ich aus Deutschland vermisse und 5, die ich nicht vermisse. Das erste, was ich vermisse aus Deutschland, muss ich ehrlich sagen, sind Freunde. Überhaupt soziales Umfeld. Also versteht mich bitte nicht falsch, aber ich bin 31 Jahre alt und das hier in Alanya ist ja eigentlich so ein bisschen Rentnerparadies. Wobei ich sagen muss, es waren schon jüngere Leute da, aber die sind mittlerweile auch wieder gegangen, weil die halt teilweise auch Kinder hatten und weil die natürlich auch was arbeiten wollten und auch mussten. Und ja, deswegen, das ist wirklich eine Sache, die vermisse ich auch, eben bekannte Gesichter, ja, mit den Leuten, mit denen man einfach groß geworden ist. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 sind verschiedene bekannte Lebensmittel. Ich habe ja letztens schon gesagt, ja, na gut, es gibt ja hier zum Beispiel kein Spezi, das kann man ja auch irgendwie selber machen. Aber dann zum Beispiel so ein Magerquark. Ich hätte mal wieder echt gerne so einen Magerquark. Das kann man auch selber machen, aber einfach, wisst ihr, was ich meine? So in den Supermarkt reingehen und einfach mal so einen Magerquark. Oder auch, wenn ich irgendwie Sachen bestellen will, die du halt hier einfach nicht bekommst aufgrund der Zollschwierigkeiten. Würde ich mal behaupten, sind die essentiell lebenswichtig? Nein, aber will man sie trotzdem ab und zu mal haben? Ja, und ich glaube, wir Frauen sind da sowieso ja, noch mal ein bisschen anders. Wir wollen gerne probieren und dies und das und deswegen, ja, einfach so ein paar gewohnte Lebensmittel, würde ich mal sagen. Dann Punkt Nummer 3, ich als Septemberkind, ich liebe die Jahreszeiten. Und das ist so eine Sache, die gibt es hier nicht. Also natürlich bekommt man mit, ob es jetzt zum Beispiel hier Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist, aufgrund der Temperaturunterschiede. Aber ich meine damit zum Beispiel, ich stehe total auf diese Zwiebellooks, also zum Beispiel mit Lederjacke. Ich weiß nicht, wann ich habe hier noch nie eine Lederjacke angehabt. Oder einfach die Natur draußen sehen, wie die Blätter sich färben. Ich habe zur Wiesenzeit, zur Oktoberfestzeit Geburtstag, da halt mal irgendwie so ein bisschen Tracht anziehen. Ja gut, da ist mal in Bayern natürlich ein bisschen speziell, aber sowas ist schon was ich vermisse. Ich habe alle meine Dirndl dabei. Ich könnte die hier aber gar nicht tragen. Also erstens, weil es halt hier einfach nicht herpasst und zweitens, weil es halt einfach viel zu heiß ist. Also ich glaube, wenn ich hier einmal im Dirndl irgendwie rumlaufen würde, dann wäre ich wie so ein bunter Hund. Ich glaube, dann würden alle Fotos machen. Dann auch ein wichtiger Punkt, den ich auch vermisse, muss ich sagen, ist halt sowas wie Struktur, Ordnung und Pünktlichkeit. Das bedeutet alleine schon im Verkehr, dieses dicht aneinander fahren, dieses bei Rot über die Ampel fahren. Und das Interessante ist, dass die Ausländer, die sich das von den Einheimischen hier abschauen, die machen das dann irgendwann auch. Also das ist irre, das ist einfach irre. So ein Verhalten wird einfach immer kopiert und dann einfach immer nachgemacht. Ja, und ja, diese Pünktlichkeit. Also ich mag schon gerne
wenn ich sage, es sind nicht alle so, um Gottes Willen, aber wenn ich sage, so um 10 will ich jetzt die Sachen erledigt haben und dann, weiß ich nicht, passieren die Sachen halt um 12. Es ist jetzt nicht schlimm, man hat ja hier Zeit, aber das ist sowas, ja, man wartet halt einfach nicht gerne, finde ich. Und das ist auch irgendwie dem Gegenüber, der halt eben warten muss, einfach nicht fair. Dann Punkt Nummer 5, und das ist, was ich gerade schon angeschnitten habe, bezüglich der Jahreszeiten, ist einfach so kulturelle Vielfalt. Das bedeutet, also hier in Alanya gibt es ja zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt, aber zum Beispiel sowas wie Fasching oder wie das heißt, Karneval oder so. Oder eben Wiesenzeit, Pfingsten. Bei uns gab es jede Menge Waldfeste, Seefeste. Ja, einfach Ostern, weiß ich nicht. Also das sind so, ich glaube, einfach gewohnte Sachen, die man halt irgendwie vermisst. Ja, das finde ich hier so ein bisschen schade. Hier gibt es zwar einen Weihnachtsmarkt, wir hatten uns auch mal überlegt, für Kargijak speziell zum Beispiel so ein Straßenfest oder so zu machen. Sowas hast du hier irgendwie auch nicht, habe ich so das Gefühl. Oder ein Flohmarkt. Ich liebe Flohmärkte. Also Flohmärkte fand ich immer toll. Und auf jeden Fall von einem Straßenfest hatten wir dann den Mucht, das ist der Bürgermeister hier von Kargijak, hatten wir gefragt, ob sowas möglich wäre. Und er meinte so, nee, wir haben hier den Weihnachtsmarkt und das reicht. Ja. Dann auf der gegenüberliegenden Seite, was ich natürlich nicht vermisse und was hier einfach viel, viel lockerer ist, das ist natürlich das allgemeine Tempo hier. Das bedeutet, dass hier Sachen einfach viel entspannter vonstatten gehen. Das bedeutet eben dieser volle Terminkalender, immer diesen Zeitdruck zu haben. Ich kann mich noch erinnern, also ich bin zum Beispiel so ein halb spontaner Mensch, würde ich behaupten. Aber wenn ich zum Beispiel eine Freundin angerufen habe und gesagt, du, heute nach der Arbeit, wie schaut's aus? Hast nicht Lust, da und da hinzugehen? Sagt sie, ja, ich muss erst mal im Terminplaner gucken und ja, ich bin zurzeit so busy. Was ist dieses busy? Busy, busy, busy. Also das ist wirklich eine Sache, die ich nicht vermisse. Das ist Punkt Nummer 1. Dann Punkt Nummer 2. Die hohen Lebenshaltungskosten. Also natürlich haben in Sachen Lebensmittel hat der Türkei enorm nachgezogen. Also die Inflation ist ja ganz weit nach oben gegangen. Aber trotzdem muss man wirklich noch sagen, Strom und Wasser zum Beispiel ist hier noch enorm günstig. Das ist einfach so. Benzin weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie es da ausschaut, aber ich würde mal behaupten, es ist immer noch ein bisschen günstiger als wie in Europa. Und ja, also das ist einfach ein enorm wichtiger Faktor. Auch zum Beispiel Mieten, Mietpreise. Ich kann mich erinnern, also ich habe damals in München sehr, sehr wenig für meine Wohnung gezahlt, verhältnismäßig wenig. Aber ich schaue immer mal wieder rein und zum Beispiel da Mietwohnungen, 15 Quadratmeter, wenn du jetzt nicht irgendwo in Hinterdupfing leben willst, da zahlst du 15 Quadratmeter, ich glaube schon so zwischen 700, 800 Euro, das ist normal. Ja. Aber München ist jetzt auch kein günstiges Pflaster. Aber ich muss sagen, auch da, wir hatten eine sehr gute Verkehrsanbindung. Ich bin ja noch ein bisschen weiter südlicher von München aufgewachsen. Alles, was so im Umkreis von München ist, also wo man S-Bahn-Anschluss hat, also die Preise sind da explodiert. Dann Punkt Nummer 3, das ist das Wetter. Das ist wirklich dieses ätzende ab November oder ab Mitte Oktober bis Februar, März, April Wetter. Also wirklich, wenn ihr so ein Wetter seht, sowas. Und dann dieses Graue, dieses Nasse, dieses Batzige, dieses Matschige, auch so,
weil es ja nicht mal mehr so wirklich so einen richtig gescheiten Winter, also wenn es einen gescheiten Winter gibt, ja, dann ist der richtig schön weit südlich. Und da hast du dann teilweise, in München war halt immer nur so Schneebad, also es war total widerlich. Und ich muss sagen, egal was du für eine Laune hast, was du gestern für einen Tag hattest, wenn du bei Sonnenstrahlen aufwachst, dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl und mit einer ganz anderen Laune in den Tag rein. Das ist einfach was Tolles. Und da muss ich echt sagen, du willst halt die ganze Zeit raus, du willst irgendwas machen, du willst was unternehmen. Natürlich nicht bei 40 Grad, aber trotzdem. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann Punkt Nummer 4 ist die Bürokratie. Also ich muss sagen, hier in der gesamten Türkei laufen so viele Sachen online. Egal, ob du deinen Strom online bezahlst, deine Wasserrechnung online bezahlst, deine Steuern, du kannst alles Mögliche online bezahlen. Nichtsdestotrotz, also du hast auch, wenn du irgendwie zu einem Amt musst, hier gibt es auch Bürokratie, so ist es nicht. Aber wenn du irgendwo hin musst, du kannst an einem Tag so viele Sachen erledigen. Du kannst an einem Tag eine Grundbuchüberschrift machen, mit Strom, mit Wasser ummelden. Du kannst am selben Tag noch ein Auto kaufen, wenn es ist. Also diese Sachen, wo du teilweise für einen Notartermin in Deutschland 6 Wochen lang warten musst. Hier gehst du einfach zum Notar hin mit einem beglaubigten Dolmetscher und eine halbe Stunde später tschüss, servus und die Sache ist erledigt. Also das finde ich hier schon echt grandios. Wirklich, muss man ehrlich sagen. Punkt Nummer 5, das ist die schlechte Laune der Deutschen. Nicht aller, aber vieler. Also ich kann mich immer erinnern, wenn ich in München am Hauptbahnhof rausgekommen bin, dann bin ich die ganzen Treppen hoch und runter gelaufen und ich bin jeden Tag zum selben Bäcker gegangen. Beim Bäcker, beim Ziegler gibt es die besten Brezen. Merkt euch das. Das ist eine Sache, die ich auch vermisse. Brezen, eine frische Zieglerbrezen, wirklich. Auf jeden Fall, wisst ihr, ich gehe da hin und ich bin so oft da und jedes Mal ist diese Bäckereifachverkäuferin dort gestanden und so, oh, was das denn sei? So, wisst ihr, also das hast du hier, ich finde halt, hier sind die Leute irgendwie auch nicht überall, aber trotzdem, man legt nicht so eine schlechte Laune an den Tag. Natürlich, wenn du zum Beispiel in einen Laden reingehst und die Frau muss jetzt da schon 9 Stunden arbeiten, natürlich ist sie dann nicht super glücklich, aber trotzdem, wenn du halt irgendwo hingehst, eigentlich wirst du immer angelächelt, egal wo du hingehst. Das hast du in den USA zum Beispiel genauso. Also du wirst immer überall angelächelt, das finde ich einfach toll. Ja, so, Fräulein trinkt hier wieder. Mary. Servus. Ja, das waren meine 5 Dinge, die ich in Deutschland vermisse und welche ich nicht vermisse. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ja, wem es gefallen hat, der darf gerne dem Video ein Like geben, einen Daumen nach oben. Nicht vergessen zu abonnieren und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und verabschiede euch mit diesem wunderschönen Wetter.